Gelobt sei Jesus Christus. Praise be to Jesus Christ. Good morning. ഈശോമിശിഹായെ സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. എല്ലാവരെയും ഈ ബലിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. Most welcome to celebrate this Holy Mass. Wir beginnen unseren Gottesdienst mit dem Lied 551. 551.
singt ein neues Lied dem Herrn. Der Wundertaten hat vollbracht. Kommt, singt den Siegesgang zum Ehren. Die Nationen seine Macht. Herrlich sein Heil und schau aufs Neue. Gerechtigkeit ist aufrecht, als Zeichen seiner Treue. Nur aller Völker gesehen. O Lob dem Herrn, ihr Lande alle, mit Freuden singt und preist ihn laut, dass alle Welt ihm Jubel schalle. Gott, unser Herr und König schaut, o Lob dem Herrn, ihr Nationen, ihr Meere und der Berge Gott, mit allen, die auf Erden wohnen, macht Gottes Heil den Menschen kund. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr, der seinen Jüngern nach seiner Auferstehung nahe ist, er sei mit euch. Meine lieben Schwestern und Brüder, meine lieben Kinder und Jugendlichen. Meine Kinder, habt ihr etwas Wissen? Mit diesen Worten begegnet der auferstandenen Jesus Christus seinen Jüngern. Nach dem Tod Jesus sind die Apostel in ihrem Alltag zurückgekehrt. Sie gehen an den See und fischen. Man könnte meinen, sie haben plötzlich aufgegeben und alles an den Nagel gehängt. Doch für die Begegnung mit dem Auferstandenen braucht es keinen heiligen Ort. Der Herr kommt zu ihnen an ihren Arbeitsplatz. Sie begegnen ihm in ihrem Alltag, aber sie erkennen ihn erst beim gemeinsamen Mahl. Wir feiern jetzt unser gemeinsames Mahl. Bitten wir dem Herrn, dass auch wir ihm im Alltag begegnen können. My dear children, don't you have something to eat? With these words, the risen Lord meets his disciples. After the death of Jesus, the apostles returned to their normal way of life, their everyday life. They go to the lake and fish. You may think they suddenly gave up everything up, but there is no need of a second place to meet the resurrected one. Lord comes to their place of work. You meet him in your own everyday life, but they recognized him only when they ate together. Now we are celebrating our Eucharist, our Holy Eucharist together. Let us ask the Lord that we can also meet him in our everyday life. കുഞ്ഞുങ്ങളെ, നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷിക്കുവാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഈ വാക്കുകളിലൂടെയാണ് ഈശോ തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. ഈശോയുടെ മരണശേഷം ഈശോയുടെ സുഹൃത്തുക്കള്, അപ്പോസ്തലന്മാര് അവരുടെ സാധാരണ ജോലിയിലേക്ക് തിരിയുകയാണ്. ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും അവരെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് വീണ്ടും പഴയ ജോലിയിലേക്ക് പോവുകയാണ്.
ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മറക്കരുത്, തമ്പുരാനെ കണ്ടുമുട്ടാനായിട്ട് പ്രത്യേക വിശുദ്ധ സ്ഥലങ്ങളൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ എവിടെയായിരിക്കുന്നോ അവിടെ ദൈവം പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. പക്ഷേ ഈശോയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് അവരൊരുമിച്ച് ഭക്ഷിച്ചപ്പോഴാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് നമ്മുടെ ബലി അർപ്പിക്കുകയാണ്. പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈശോയെ കണ്ടുമുട്ടാനായിട്ട്. Singen wir Kyrie 155. 155. Nach Glas Vergebung und Verzeihung unserer Sünden, gewähre uns allmächtige und barmherzige Herr. Amen. Gloria in excelsis Deo. Zum Gloria singen wir 169. 169. Gloria, Ehre sei Gott, ist der Friede unter uns. Wir loben dich, wir preisen dich, wir beten dich an. Wir rühmen dich und danken dir, denn groß ist deine Herrlichkeit. Gloria, Ehre sei Gott, Friede den Menschen seiner Gnade. Gloria, Ehre sei Gott, ist der Friede unter uns. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, lass die östliche Freude in uns fortdauern, denn du hast deiner Kirche neue Lebenskraft geschenkt und die Würde unseres Gotteskindschaft die neuen Glauben erstrahlen lassen. Gib, dass wir den Tag der Auferstehung voll Zuversicht erwarten, seinen Tag des Jubels und Dankens. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Heute die Lesung übernimmt unsere Wortgottesdienstleiterin, Frau Renate Häufer. To the reading
and intercessory prayers are prepared by our writer of Liturgy of Word, Mrs. Renate Oifa. ഇവിടെ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന റെനാറ്റയാണ് ഇന്ന് വായിക്കുന്നത്. അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തനം 2-ാം അധ്യായം 13 മുതൽ 22 മുതൽ 33 വരെയുള്ള വചനങ്ങൾ. We are taking the reading from Act of the Apostles, chapter 2, from 14, then 22 to 33 words. Lesung aus der Apostelgeschichte. Am Pfingsttag trat Petrus auf, zusammen mit den 11. Er erhob seine Stimme und begann zu reden. Ihr Juden und alle Bewohner von Jerusalem, dies sollt ihr wissen, achtet auf meine Worte. Jesus, den Nazoräer, einen Mann, den Gott vor euch beglaubigt hat durch Machttaten, Wunder und Zeichen, die er durch ihn in eurer Mitte getan hat, wie ihr selbst wisst, ihn, der nach Gottes beschlossenem Willen und Vorauswissen hingegeben wurde, habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Gott aber hat ihn von den Wehen des Todes befreit und auferweckt. Denn es war unmöglich, dass er vom Tod festgehalten wurde. David nämlich sagt über ihn: Ich hatte den Herrn beständig vor Augen. Denn er steht mir zur Rechten, dass ich nicht wanke. Darum freute sich mein Herz und frohlockte meine Zunge, und auch mein Leib wird in Hoffnung wohnen. Denn du gibst meine Seele nicht der Unterwelt preis, noch lässt du deinen Frommen die Verwesung schauen. Du hast mir die Wege zum Leben gezeigt. Du wirst mich erfüllen mit Freude vor deinem Angesicht. Brüder und Schwestern, ich darf freimütig zu euch über den Patriarchen David reden. Er starb und wurde begraben, und sein Grabmal ist bei uns erhalten bis auf den heutigen Tag. Da er ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm einen Eid geschworen hatte, einer von seinen Nachkommen werde auf seinem Thron sitzen, sagte er vorausschauend über die Auferstehung des Christus. Er gab ihn nicht der Unterwelt preis, und sein Leib schaute die Verwesung nicht. Diesen Jesus hat Gott auferweckt. Dafür sind wir alle Zeugen. Zur Rechten Gottes erhöht, hat er vom Vater den verheißenen Heiligen Geist empfangen und ihn ausgegossen, wie ihr seht und hört. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott dem Herrn. Zwischen Gesang singen wir 329. 329.
Herr Jesus, erschließ uns die Schrift. Lass unser Herz entbrennen, wenn du zu uns, wenn du zu uns redest. Halleluja, 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 Der Herr sei mit uns. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. We are hearing from the Gospel according to St. John, chapter 21, 1 to 14. വിശുദ്ധ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 21 അധ്യായം 1 മുതൽ 14 വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങൾ. In jener Zeit offenbarte sich Jesus den Jüngern noch einmal am See von Tiberias. Und er offenbarte sich in folgender Weise. Simon Petrus, Thomas, genannt Didymus, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und 2 andere von seinen Jüngern waren zusammen. Simon Petrus sagte zu ihnen, ich gehe fischen. Sie sagten zu ihm, wir kommen auch mit. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot. Aber in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es schon Morgen wurde, stand Jesus am Ufer. Doch die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihnen, meine Kinder, habt ihr keinen Fisch zu essen? Sie antworteten ihm, nein. Er aber sagte zu ihnen, werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, und ihr werdet etwas finden. Sie warfen das Netz aus und konnten es nicht wieder einholen, so voller Fische war es. Da sagte der Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr sei, gürtete er sich das Obergewand um, weil er nackt war, und sprang in den See. Dann kamen die anderen Jünger mit dem Boot. Sie waren nämlich nicht weit vom Land entfernt, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her. Als sie an Land gingen, sahen sie am Boden ein Kohlenfeuer und darauf Fisch und Brot liegen. Jesus sagte zu ihnen, bringt von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt. Da stieg Simon Petrus ans Ufer und zog das Netz an Land. Es war mit 153 großen Fischen gefüllt. Und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Jesus sagte zu ihnen, kommt her und esst. Keiner von den Jüngern wagte ihn zu befragen, wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Jesus trat heran, nahm das Brot und gab es ihnen, ebenso den Fisch. Dies waren schon das 3. Mal, dass Jesus sich den Jüngern offenbarte, seit er von den Toten auferstanden war. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus.
liebe Kinder, meine liebe Schwestern und Brüder, heute erzählt uns der Evangelist Johannes eine Ostergeschichte. Er erzählt von See Tiberias. Die Jünger sich die ganze Nacht geplagt haben. Aber wofür? Für nichts und wieder nichts. Die Netze waren frei. Und er nennt die Namen einiger Jünger, die müde und frustriert ihre dreckigen Netze hinwarfen und enttäuscht an Land wollen. Zu diesen Namen können wir auf unsere eigenen Namen hinzufügen. Denn diese Geschichte will über die Zeiten hinweg eine Antwort geben auf die Frage, wie wir Jesus finden, der den Tod überwunden hat und der unserem Leben einen Sinn und Inhalt geben kann. Da steht Jesus am Ufer. Mit Ufer ist es nicht nur der See von Tiberias gemeint, auch nicht nur das Ufer am Ende unseres Lebens, in dem Gott auf uns warten wird. Mit dem Hinweis, es stand am Ufer, will Johannes uns sagen, so wie Jesus mitten im Alltag, mitten im größten Frust dabei war, so tut er es auch heute noch. Diese Geschichte will uns die Gewissheit geben, dass Jesus jederzeit am Ufer steht und unser Leben verfolgt und begleitet. Aber nur der kann ihn entdecken, der ihn mit Glauben und Liebe sucht. Ja, es gibt viele Situationen in unserem Leben, in denen wir uns unbeschreiblich verlassen und einsam vorkommen. Zum Beispiel Verlust einen lieben Menschen. Wie leer kommen wir uns manchmal vor Trost allen Tröstes, die er an Teilnahme und Verstehen zeigen will. Und auch da können wir uns darauf verlassen, Jesus steht am Ufer. Oder was geht in einem Menschen vor, der seinen Arbeitsplatz verloren hat oder auch gar keinen findet? Wer davon nicht betroffen ist, kann das wohl kaum nachvollziehen. Alle Bewerbungsunterlagen werden zurückgeschickt mit dem Vermerk, wir haben Ihren Namen notiert, wir kommen bei Gelegenheit darauf zurück. Das bedeutet einfach, ich werde nicht gebraucht. Aber auch dann gilt, Jesus steht am Ufer, mein Herr. Vielleicht leiden die Eltern unter dem Weg ihrer Kinder. Vielleicht fühlen sie sich sogar schuldig und meinen, dass sie alles falsch gemacht haben. Wenn dann jede Einflussmöglichkeit genommen ist, bleibt vielleicht als letzter Halt das Gebet, das Hoffnung geben kann. Auch da gilt, Jesus der Herr steht am Ufer. Es gibt viele aussichtslose Situationen in unserem Leben. Es gibt viele Geschichten, in denen wir keine Lösung sehen. Da geht es uns so,
wie den Fischern im Evangelium. Wir jammern, wir plagen und rachern uns ab, aber alles ohne Erfolg. Und trotzdem brauchen wir die Netze nicht hinzuwerfen, denn in diesen grauen Tagen steht Jesus am Ufer als in Rufweite und sagte, probier noch einmal, probiere es neu. Ich bin mir sicher, wo wir das im Vertrauen auf Jesus tun, werden auch wir das erleben, was die Jünger damals erlebt haben. Im Evangelium haben wir schon gehört, sie warfen das Netz aus und können es nicht wieder einholen. So voller Fische war es. Ja, und wenn die Jünger raus vom See, was haben sie gesehen? Vollen Feuer und Fische. Mit ihrer Frustration waren sie im Meer. Wenn sie rauskommen, Jesus, der Herr, steht am Ufer und sagt, kommt und esst. Das ist die Liebe Gottes. Er schenkt uns, was wir in dieser Situation nötig ist. Vielleicht nicht nach meinen Wünschen, sondern was ich brauche. Was ist noch wichtig für mich? Das schenkt Gott. In dieser ganzen Nacht, Jünger haben gar nichts gegessen. Die waren hungrig, durstig. Das hat Jesus verstanden und lädt zum Essen. Sagt nicht über diese große Wahrheit der Auferstehung, wie er gelitten hat, wie er begraben wurde, wie er auferstanden ist, hat er gar nichts erzählt. Ein Wort, kommt und esst und holt etwas von euch auf. Das wünscht Jesus heute von uns auch. Gib etwas von dir und habt genug von mir. Das wünsche ich Ihnen und euch allen. Jesus steht am Ufer und schenkt uns ein erfülltes Leben in Volle, wie dieser Netz war. Amen. My dear children, dear sisters and brothers, St. John, Evangelist, tells us today one story, Easter story. He tells of the late Tiberius how the disciples struggled all the night. But for what? For nothing at all. Nothing. The nets were empty, and gives the names some of the disciples who tried and frustrated and to want to throw away their nets and go to the shore. We can add our own names to the names of these disciples because this story wants to provide us an answer to the question how we find Jesus in our life, who overcome death and who can give a new meaning to our life and content to our life. There is Jesus on the shore, on the bank of the river. Now, shore means not only the lake of Tiberias or just the shore at the end of our life where God meet us or waiting for us. Whether or not Jesus stood on the bank, John wants to say, hello, in the middle of your life, in your frustrations, in your pains, in your struggles, Jesus is there. And he does it also today, just like that time. This story wants to give us the certainty that Jesus is always on the bank. And he's following and accompanying us
throughout our life. Only those who search Him with love and faith can find Him. There are so many situations in our life, just like the situation of our disciples today. For example, just think about the loss of a loved one, how much emptiness we are feeling, despite all consolations that we want, also with all the sympathy and understanding of the people who gave us, still we are in pain. Then don't forget, we can also relay that too. Jesus is on the bank, He's at the shore, He's there waiting for you. Also, one who lost his workplace, who lost his job, those who are still working may not understand these difficulties. All applications, all documents will be sent back with a note. We wrote down your names, and if there is a chance, surely we'll come to you. That says you are not needed. How much you are disappointed. And don't forget, Jesus is there. The Lord stands on the bank. Perhaps the parents suffer from the children's way of life. They may even feel guilty and think that they did everything wrong when all possibilities of influence are being taken out. The last may be but important prayer which gives us hope. The same applies here. Jesus, the Lord, stands on the bank. There are so many hopeless situations in our lives. There are many stories in which we may find no solutions. We feel the same way as the fisherman in the gospel, as the apostles in the gospels. We are always in struggle, but all without success. And yet, we should not throw away our nets, because in all these gray days, working days, Jesus stands on the bank within walking distance and tells us, try it again, my dear. I'm certain that when we do this with confidence in Jesus, we will also experience what the disciples that time experienced. You threw out the net and could not. They threw out the net and could not catch it again. It was full of fish. That's the love of God. So we have to try. See, when the disciples came to the shore, they are not hearing the meaning of resurrection or the sufferings and death and life, nothing of that philosophy or theology. But Jesus says, come and eat. That's the love of God. They are not giving anything what we are not needed, but He is giving only what we need in your life situations. Not according to your wish and will, but according to the will of God, who knows what I need in this situation. The disciples were hungry, they were thirsty, they didn't have anything throughout the night. Then, when they came and they saw a good breakfast, that's the love of God. So, trust in Him, my dear friends. Don't think He's leaving you and He's going away from you. No, He's waiting for you and says, try again. I hope and wish, let's see the Lord in our own daily life, every day and everywhere we are. ആമേൻ. പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, ഇന്ന് ഈശോ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിലൂടെ തിബേരിയാസ് കടലിന്റെ കരയില് ശിഷ്യന്മാർ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ്.
ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് അവർ ടച്ച് പോയി. കാരണം അവർ പ്രതീക്ഷിച്ച ആ വലിയ സ്വാതന്ത്ര്യം അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു ഈശോയുടെ മരണത്തിലൂടെ. അവർ വീണ്ടും അവരുടെ തിരിച്ചുള്ള ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു പോവുകയാണ്. ചിലരുടെ പേരുകൾ പത്രോസ്, യോഹന്നാൻ എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, തോമസ്. അവരുടെ പേരിനോടൊപ്പം നമുക്കും നമ്മുടെ പേരുകളും ആഡ് ചെയ്യാം. കാരണം നമ്മളും ഇവരെ പോലുള്ള സിറ്റുവേഷനിലാണ്. ഈ സുവിശേഷ ഭാഗം നമ്മളോട് ഇന്ന് വലിയൊരു സത്യം പറയുന്നുണ്ട്. ഈശോയെ തേടി നമ്മള് വിശുദ്ധ നാടുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്കല്ല, മറിച്ച് നമ്മുടെ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് തമ്പുരാനെ കണ്ടുമുട്ടാമെന്ന് ഈശോ കടൽക്കരയിൽ നമുക്കായിട്ട് കാത്തു നിൽക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഒത്തിരിയേറെ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകും. ഒരു വിഷയം നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു സമാധാന വാക്കുകൾ, ആശ്വാസ വാക്കുകൾ നമ്മൾ കേട്ടു, പക്ഷെ അവയൊന്നും നമ്മളെ ആശ്വസിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോഴും മറക്കാതിരിക്കുക, ഈശോ ഇവിടെ കടൽ തീരത്ത് നമുക്കായിട്ട് കാത്തു നിൽക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടവർ, ഈ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഒത്തിരിയേറെ പേരുണ്ട് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടവർ, ജോലി ഇല്ലാത്തവർ. ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ വേദന അറിയാൻ പറ്റില്ല. അയക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻസുകളെല്ലാം തിരിച്ചയക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ പേര് ഞങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ആവശ്യം വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെ വിളിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതിന് എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല. അപ്പോഴും മറക്കാതിരിക്കുക, ഈശോ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ മാതാപിതാക്കള് അവരെല്ലാം ചെയ്തതിന് ശേഷം മക്കള് ചിലപ്പോൾ അവരുടേതായ വഴികളിലൂടെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾക്കും ഒത്തിരിയേറെ വേദന തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നന്നായിട്ടാണോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തിയത്? ഞാൻ വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നോ? അപ്പോഴും മറക്കാതിരിക്കുക, ഈശോ വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്തുണ്ട്, വിളിപ്പാടകലെ. ഇതുപോലെ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരിയേറെ പ്രയാസങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മറക്കാതിരിക്കുക, ഒരു ദൈവം നിങ്ങൾക്കായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ചുറ്റും, എനിക്കായിട്ട് എൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുണ്ട്, ഒരു വിളിപ്പാടകലെ. അവിടുന്ന് പറയുന്ന ഒന്നുകൂടി ശ്രമിക്കുക, വലതുവശത്ത് എറിയ. അവരൊരു പക്ഷെ ചിന്തിച്ചിരിക്കാം, ഇത്രയും കടലിനെ കുറിച്ച് വിവരവും ഒക്കെ ഉള്ള ഞങ്ങൾ രാത്രി മുഴുവൻ സമ്പാദിച്ചിട്ട് ഒന്നും കിട്ടാഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു അപരിചിതൻ വന്ന് ഞങ്ങളോട് പറയാ വലതുവശത്ത് എറിയാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ വേണ്ടെന്ന് വെക്കാമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇത്രയും കഴിവും പരിചയമുള്ള പത്രോസ് ഉടനെ വശത്തേക്ക് എറിഞ്ഞു. ഫലം തിരിച്ച് എടുക്കുവാൻ സാധിക്കാത്ത വിധം മത്സ്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ ഒരു വല. സഹോദരങ്ങളെ, തമ്പുരാന്റെ സ്നേഹം അതാണ്. നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നതായിരിക്കില്ല നിനക്ക് തരുന്നത്, മറിച്ച് നിനക്കാവശ്യമുള്ളത്. രാത്രി മുഴുവൻ അധ്വാനിച്ച് വിശന്ന് ക്ഷീണിച്ച് വലഞ്ഞു വരുന്നവരോട് തൻ്റെ ഉത്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചോ മരണത്തെക്കുറിച്ചോ സഹനത്തെക്കുറിച്ചോ അല്ല ഈശോ പഠിപ്പിച്ചത്, മറിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വന്ന് പ്രാതൽ കഴിക്കതേ, നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ഞാൻ ഭക്ഷണം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഒപ്പം നിങ്ങളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ പിടിച്ചത് കൊണ്ടുവരിക. ഇതാണ് നമ്മളിൽ നിന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എനിക്കുള്ളത് തമ്പുരാന് സമർപ്പിക്കുക, അത് തമ്പുരാൻ കൂടുതലായിട്ട് തിരിച്ചു തരും. അപ്പം ഒരു വിളിപ്പാടകലെ എനിക്കായിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്ന, എൻ്റെ മരണത്തിൻ്റെ ഒടുവിലല്ല, അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് മാത്രമല്ല, എൻ്റെ ഓരോ നിമിഷങ്ങളിലും എവിടെയായിരുന്നാലും അവിടെയൊക്കെ എനിക്കായിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് എനിക്കുള്ളത്, ഉത്ഥിതനായ ക്രിസ്തു. അവിടുന്ന് സഹിച്ചു മരിച്ചു, പക്ഷെ മറക്കാതിരിക്കുക, എനിക്കായിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എനിക്ക് ജീവൻ നൽകുവാൻ. അപ്പൊ ആ തമ്പുരാനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നും എന്നും കണ്ടുമുട്ടാം. കൃപയ്ക്കായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. എല്ലാവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. Zum Credo singen wir 354. 354. Falls ich ein, er wird dich umfliehen.
der Sohn hat uns erlöset, der Preis uns auserwählt. Ich glaub, ich bin zu leben. Dass ich in deinem bleiben soll, Meinem Gott anschauen. Mit Renate Täufer beten wir für uns und für die ganze Welt. Auch beten wir besonders für Renate Täufer und für ihre Familie, für Kinder und Enkelkinder. Lasst uns beten im Vertrauen auf Jesus Christus, der uns zusammenführt in der Gemeinschaft des Glaubens und der uns als Boten der Auferstehung in unsere Welt hineinsendet. Für eine Kirche, in der sich ganz unterschiedliche und vielfältige Gemeinden um den einen Herrn versammeln. Wir bitten dich, erhöre uns. Für eine Welt, in der die verschiedenen Völker und Kulturen friedlich miteinander leben. Wir bitten dich, erhöre uns. Für unsere Gemeinde, in der Männer und Frauen durch Wort und Tat das Evangelium verkünden. Wir bitten dich, erhöre uns. Beten wir auch für alle Menschen, die ihre Hoffnung im Glauben spüren und ihr Vertrauen auf die Gemeinschaft in ihren Kirchen setzen. Und für die vielen, die die Botschaft des Evangeliums unter den Bedingungen des Versammlungsverbots aufgrund der Corona-Pandemie zu den Gläubigen in alle Welt tragen. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die ihre Kranken und sogar die sterbenden Angehörigen nicht besuchen und begleiten dürfen. Für alle, die sich nach menschlicher Nähe in ihrer Einsamkeit sehnen. Wir bitten dich, erhöre uns. Gott, Vater im Himmel, du weißt um unsere Fragen und Sorgen, unsere Hoffnungen und Nöte. Wir legen sie in deine Hand. Du bist unsere Hoffnung heute und alle Tage bis in Ewigkeit. Amen. Amen. Wir singen zum Gabenbereitung 326. 326. Wir wollen alle fröhlich sein in dieser österlichen Zeit, denn unsere Heimat Gott befreit. Halleluja, 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 Halleluja. Gelobt sei Christus, Mariens Sohn. Es ist erstanden Jesus Christ, der an dem Kreuz gestorben ist. Ihm sei Lobet zu aller Christ. Halleluja, 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 Halleluja. Gelobt sei Christus, Mariens Sohn. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, nimm die Gaben an, die deine Kirche dir in österliche Freude darbringt. Du hast ihr Grund gegeben zu solchem Jubel. Halte ihr die Freude bis zur Vollendung. Darum bitten wir, du Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebe die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott.
In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, Vater, in diesen Tagen freudig zu danken, da unser Osterlamm geopfert ist, Jesus Christus. Er bringt sich dir allzeit für uns dar und steht vor dir als unser Anwalt. Denn einmal geopfert, stirbt er nicht wieder, sondern lebt auf ewig als das Lamm, das geschlachtet ist. Durch ihn preisen wir dich in österlicher Freude und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Heute hören wir das Sanctuslied. David, tut mir leid, nicht von dir, sondern von internationaler Chor von Mechicorie. Das habe ich von Gudrun Fischer bekommen heute früh. Sanctus. Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hallelujah. Hallelujah. Jesus and your glory. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Ringraziamo il tuo nome, alleluia, con le lodi del cuore, alleluia, levantamos as mãos, gritai, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Someone is back to hallelujah. Hallelujah to King. Hallelujah. Deine Herrlichkeit ist Hosanna, 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 Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Sabemos vacar, aleluya, que vuelven Shakira, aleluya, que me sale los padres, Hosanna del Ali, Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest.
Radost na sercem swym. Alleluja. Bude slavljeno Bože naš, oslavljeni serci. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den nächsten Tag der Woche, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden. Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte dann und brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis unseres Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Franz und allen Bischöfen, unserer Priester und Diakonen, Ordensleuten und Missionaren und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke alle unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Bitten wir besonders für unsere verstorbenen Angehörige und für alle Verstorbenen. Let's pray for the departed souls of our families and also for all who left this world and into Jesus. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് കടന്നുപോയി എല്ലാവരെയും ഓർത്ത്. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Gott, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottes Mutter Maria, mit dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln Märtyrern und mit allen, die bei der Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir die glauben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Singen wir zusammen. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist ihr Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir sind Kinder Gottes, darum beten wir voll Vertrauen. We are the children of God, let's pray in His words. നമ്മൾ ഈശോയുടെ മക്കളാണ്, അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥന ചെല്ലാം. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, vergib uns unsere Schuld,
Wir vergeben unseren Schuldigen. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Am Ostertag trat Jesus in die Mitte seiner Jünger und sprach den Friedensgruß. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, du Sieger über Sünde und Tod, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke nach deinem Willen einen heiligen Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Gib einander ein Zeichen des Friedens. Das gibt seiner Peace zum Abhang. Zum Agnus Dei singen wir 202. 202. O du Lamm Gottes, das getragen aller Menschen Sünden, erbarme dich unser. O du Lamm Gottes, das getragen aller Menschen Sünden, ergib uns einen Frieden. Seht das Lamm Gottes, den Auferstandenen. Er hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Die Jünger erkannten den Herrn Jesus Christus, als er das Brot brach. Halleluja. Singen wir 337. 337. Christenheit, freudig und singen. Der Heiland ist verstanden, Halleluja, singt fröhlich, Halleluja. Ein Tage wurde ihm das Grab, freudig und singen. Der Mann des Todes Fessel ab, Halleluja, singt fröhlich, Halleluja.
Mit einer kleinen Meditation will ich Ihnen auf den Weg schicken. Noch bevor wir dich suchen, bist du bei uns. Bevor wir deinen Namen kennen, bist du schon unser Gott. Öffne unser Herz für das Geheimnis, dass wir aufgenommen sind, dass du uns zuerst gelebt hast und dass wir glücklich sein dürfen mit dir. Nicht weil wir gut sind, dürfen wir uns dir nähern, sondern weil du Gott bist. With a small meditation, I want to send you on your way. Before we will look for you, you are with us. Before we know your name, you are already our God. Open our hearts to the secret in which we are included. That you loved us first and that we can be happy with you. Not because we are good, we can approach you, but because you are good. നിന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നീ ഞങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ട്. നിന്റെ നാമം അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നീ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങള് വിശുദ്ധ രഹസ്യങ്ങളിലേക്ക് തുറക്കണമേ. നീ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചു, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷവാനായി ഇരിക്കാം. ഞങ്ങൾ നല്ലവരായതുകൊണ്ടല്ല നിന്നെ സമീപിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത്, മറിച്ച് നീ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായതുകൊണ്ടാണ്. Der Herr sei mit euch. Der allmächtige Gott hat uns durch die Auferstehung seines Sohnes aus Sünde und Tod befreit. Er segne euch und schenke euch seine Freude. Amen. Und Christus, mit dem wir auferstanden sind, durch den Glauben, bewahre in euch die Gabe der Erlösung. Amen. Gott hat uns in der Taufe angenommen als Kinder seiner Gnade. Er schenke euch das verheißene Erbe. Amen. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Jetzt wünsche ich Ihnen allen einen gesegneten Sonntag, eine sehr gute Woche. Hoffentlich treffen wir uns bald in unsere eigene Kirche. I wish you all a blessed Sunday and a very wonderful week. Be safe and take care of you. We may meet again in our churches. I hope so. എല്ലാവർക്കും നല്ല ഒരു ഞായറാഴ്ചയും നല്ലൊരു ആഴ്ചയും നേരുന്നു. തമ്പുരാൻ നമ്മളെല്ലാവരും സമർത്ഥമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഉടനെ തന്നെ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പള്ളികളിൽ പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടാമെന്ന പ്രത്യാശയോടെ നല്ല ദിവസം നേരുന്നു. Geht hin in Frieden, Halleluja, Halleluja. Dank sei Gott dem Herrn, Halleluja, Halleluja. Singen wir zum Schluss 533. 533. Lass uns erfreuen, herrlich sehr, Halleluja. Maria von Weit nicht mehr, Halleluja, verschwunden sind die Nebel all. Halleluja, Jetzt ist der Liebe Sonnenstrahl. Halleluja, 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 Halleluja.